Ich bin Sabine, ich bin Aufräumexpertin und ich helfe meinen KundInnen dabei, das Leben ein bisschen von Ballast zu befreien. Okay, wo ist da das Licht? Okay, Cut, wir kriegen das tatsächlich nicht mehr alleine hin. Es engt uns alles ein. Die Hürden in dem Keller sehe ich erstmal tatsächlich physisch, weil er erstmal nicht begehbar ist. Es ist noch viel zu tun. Ich sehe schon einige Koffer. Ordnung macht mich glücklich, weil ich eine Veränderung spüre und den Leuten auch manchmal ansehe, wie sie wirklich von Stunde zu Stunde beim Aufräumen leichter werden. Genau. Das ist Ostern. Mein heutiges Aufräumprojekt führt mich zu Claudia und Florian. Die beiden ziehen bald in ein Haus und wohnen gerade noch in einer Wohnung und haben mich angerufen, weil sie gerne Hilfe in Anspruch nehmen würden, was ihren Keller angeht. Der ist relativ voll und ich bin ein großer Fan davon, bei einem Umzug die Chance zu nutzen, da wirklich im neuen Haus, in den neuen 4 Wänden mit der Ordnung direkt anzufangen. Und für das Projekt haben wir 2 Tage Zeit. Hallo, Sabine, schön dich wiederzusehen. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gut, genau. Magst du gerade was trinken? Kaffee oder so? Wasser? Was Kaltes? Ein Wasser? Oder so. Danke. Also ich bin Claudia, ich wohne mittlerweile schon 7 Jahre hier in Mainz. Bin 33 Jahre alt und mittlerweile haben wir 2 wunderbare Kinder, die noch sehr klein sind. Einmal bald 3 Jahre alt und ganz bald 1 Jahr alt. Ja, und die haben ein bisschen zurzeit unser Leben auf den Kopf gestellt und unser Keller, was dazu geführt hat, dass sich bei uns halt einfach nur sehr schnell gesammelt wurde und irgendwann einfach nur draufgestellt wurde. Draufgestellt, mal was rausgeholt, dann ist irgendwas umgefallen und wir einfach den Überblick komplett verloren haben. Was wäre denn für euch das Ziel so für heute, dass ihr glücklich seid? Was habt ihr euch vorgenommen? Erstmal einfach nur einen Überblick zu haben, was haben wir denn überhaupt alles noch, was ist tatsächlich noch gut und einfach auch einiges loswerden. Also ich bin heute wirklich aufgewacht und bin bereit loszulassen. Super. Das Schlimmste, was heute passieren kann, ich glaube, wenn wir in die Situation reinkommen, dass wir uns nicht von Sachen trennen können, das wird an der einen oder anderen Seite, kann das schon mal passieren. Guck mal, dann, wenn du magst, kannst du die Klappkiste Ja, nehmen. mach ich gerne. Hier, geh weiter, wenn auch unten geht. Sehr gut. Es ist einfach sehr voll, es hat sich sehr viel angesammelt. Reinkommen wird eine Herausforderung werden. Einmal hier links ist alles ab. Okay, wo ist da das Licht? Einmal direkt. Oh ja! Ein bisschen unangenehm ist es einen schon, das zu Muss zeigen. aber nicht sein. Ich sehe ein paar Schlitten, ich sehe ein paar Koffer. Das Wichtigste ist jetzt wirklich erstmal alles rauszuholen. Und dann habe ich ein Farbsystem dabei. Einmal rosa für die Spenden, die ich mitnehme, und grau für das, was ihr behaltet, was wir einfach vorsortieren. Ich denke schon, dass wir fertig werden. Es hängt natürlich sehr davon ab, wie schnell die beiden in ihren Entscheidungsfindungen sind. Ob ich da jetzt viel Überzeugungsarbeit leisten muss als Aufräumexpertin oder ob sie von sich aus einfach sagen kann, weg, kann weg, kann weg. Wie sieht's denn aus mit den Krücken? Ich finde lustigerweise in fast jedem Keller Krücken. Ja. Braucht ihr die noch? Nein, Können wir die Hoffentlich nicht. spenden? Ja, von uns aus perfekt, gerne, genau. weil die werden sehr gefragt. das würden wir eigentlich auch gerne spenden. Wirklich? Ja, Ach toll, braucht ihr wir es haben nicht nämlich mehr? ein anderes und Das ist ja brauchen wir manchmal nicht so, mehr. dass das Und der beliebter ist dann, ne? Ja, Manche. genau. Super, vielen Dank. Toll. Die Schlitten wollt ihr ja wahrscheinlich behalten. Ach, ich liebe ja leere Kartons. Leere Kartons sind toll. Ah, leere Kartons, noch mehr leere Kartons. Oh, was ist denn hier für ein Tierspielzeug? Hattet ihr ein Haustier? meine Mama hatte ein Haustier, was auch immer mal wieder dann zu uns zu Besuch kam oder auch mal übernachtet hat. Okay. Und der ist aber leider jetzt schon verstorben, deswegen darf das alles weiter. Darf das ins Tierheim gespendet Ja, werden? selbstverständlich. Super, sehr gut. Der Napf auch. Ah, perfekt. Guck mal. Oh, und hier ist noch eine Leine. Genau. Da wird sich das Tierheim freuen. Jetzt tue ich gleich mal meine Spenden. Ich nehme tatsächlich eigentlich alles mit an Sachspenden, was noch in Ordnung ist. Also kaputte Dinge oder verschmutzte Dinge. Also was Stoffe angeht, die, sag ich mal, gebe ich noch zum Stoffrecycling. Also auch das wird noch weitergegeben, weiterverarbeitet. Aber an sich nehme ich alles mit, was irgendwie noch verwertbar ist. Ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk im Rhein-Main-Gebiet und eben weltweit. Ich weiß genau, wer was wie wo braucht. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. I could run a mile, I could make a scene, I can act pumped up, full of energy. I'm the one
Ich wünsche mir, dass wir ein System finden, das man einhalten kann. Das wäre so ein richtig guter Wunsch, dass wir nicht wieder in die Situation reinkommen, dass man sich erst durch den Berg, durch den Stapel durchkämpfen muss. Ich bin auch ganz stolz auf dich, weil du hast dich schon von sehr vielen Dingen getrennt. Und ich glaube, da wird sicherlich noch das ein oder andere kommen, von dem du dich vielleicht trennst. Aber trotzdem, vielleicht finden wir auch noch ein paar Schätze. Was ist denn das hier? Oh, mein Hochzeitskleid, Oh, das war wirklich auch echt einfach nur Liebe auf den ersten Blick. Wir wollten glaube ich dir. langsam anfangen mit der Vorbereitung. Und dann sind wir auf eine Hochzeitsmesse gegangen und ich habe dieses Kleid anprobiert, um ins Feeling zu kommen. Und es war einfach nur mein Kleid gewesen. Einfach nur so ein wunderschön. Ich habe mich einfach so toll gefühlt und es war wunderschön. nur Liebe auf den ersten Blick. Es ist richtig Prinzessinnenkleid mit auch ein bisschen Schleppe. Es berührt einen und es macht mich einfach nur trotzdem glücklich, wieder mein Kleid zu sehen, weil ich den einfach nur dadurch, dass er hier unten im Keller ist, nicht so gesehen habe. Und es ist schön einfach nur, wie wenn Erinnerungen hochkommen. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin wirklich bereit zum Loslassen von vieles, aber vieles auch nicht und jetzt einfach nur als Erinnerung mittragen. Aber ich glaube, das darf es auch. Beim Aufräumen findet man tatsächlich sehr aufregende, sehr emotionale und teilweise auch sehr verrückte Dinge. Ich glaube, mit das schönste Fundstück hatte ich bei einer Kundin, bei der ich auch immer mal wieder war. Wir haben den Keller aufgeräumt, wo so die ganzen Erbstücke von Mutter und Oma von ihr waren. Und wir haben alte Liebesbriefe gefunden von einem jungen Mann an ihre Oma. Das war wirklich, ich glaube, aus den 1940er Jahren. Und da haben wir dann zusammen diesen Stapel, also richtig schön auch mit so einer Schleife war das zusammengebunden, haben wir den Stapel Liebesbriefe genommen und haben den dann zusammen durchgelesen. Und wir haben wirklich das eine oder andere Tränchen verdrückt, weil es war eine unglückliche Romanze. Also die beiden durften nicht zusammen sein. Es war wie aus dem Film. Und es war ein sehr schöner Moment. Ich bin da sehr beseelt nach Hause gegangen und habe auch gedacht, so, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Beruf, den ich gewählt habe. Und es ist eben sehr ungewöhnlich, was ich erlebe und was mich meine KundInnen auch erleben lassen. So, jetzt, ich kämpfe noch mit dem... Oh. Ups. Vielleicht so zwischen die... Lachst du über mich? Guck mal, ich hab's, glaube ich. Vielleicht. Guck. Oh. Danke. Oh, das ist jetzt unser erste Mainzer Fastnacht mit Elina. Da sind wir als Mickey-Maus-Familie ins Karnevalszug gegangen. Meine kleine Maus. 7 Monate ist sie alt gewesen. Und dann haben wir sie, wie gesagt, im Abend dann sozusagen auf den Karnevalszug als Mickey-Maus-Familie. Also wir beide waren Minnie Maus und der Papa war Mickey Maus. Und sie hat jeden so zugelächelt, dass sie so viel Zeug hinterher geworfen hat. Sie konnte mit 7 Monaten nichts als Brei essen. War sehr gut. Also, ihre Ausbeute war sehr gut. also ich glaube, meine Mickey Maus Verkleidung kann weg, aber das von der jungen Dame, so das allererste Kostüm, finde ich, ist sowas, da hängt Nostalgie dran. Ja, es geht in die Museumskiste, oder? Das hat meine Mama immer so als Name gedacht, das geht ins Museum, weil es unser Privatmuseum ist mit den Erinnerungssachen, wo wir als kleine Kinder sozusagen irgendwie uns begleitet haben. Du hast ja auch deinen Hasen. Genau, so wie ich mein erstes Kuscheltier nicht wegschmeißen kann, es einfach nicht übers Herz bringe, so ist das jetzt auch hier bei... Oder aus Peru, meine Jacke, meine Sportuniform, genau, meine Schuluniform, Sportjacke. Und da hänge ich einfach nur total dran. Meine Mama, meine Schwester und ich sind aus Peru hierher gekommen und sind mit jeweils 2 großen Koffern. Das ist jetzt nicht viel tatsächlich. Da war ich 12 Jahre alt. Deswegen hängt man dann doch schon so ein bisschen an sein altes Leben auch mal. Guck mal, das ist noch vom Kinder. Das ist ehrlich gesagt von 2 Kinderwagen. Aha. Bist du auch mal in der Kellergruppe? Hi! Hallo! Guten Tag, wie geht's? Was hast du dich schick gemacht für mich heute? Ein Kleid. Du hast ein Kleid an mit. Was ist hier drauf? Herzchen. Oh, Herzchen, ganz viele bunte Herzchen. Und hast du Sandkuchen gebacken? Ja. Oh, das klingt nach einem tollen Tag. Alles. Machen wir jetzt mit dem hier? Popcornmaschine für Kindergeburtstag. Ich würde sagen, die ist bei Kindergeburtstag in der Aber Erinnerung. du packst jetzt so einen Kindergeburtstag nicht aus. Dann rufe ich noch mal die Sabine an. Das ist alles noch neu und verpackt, ne? Ja. Ich Das würde halt sagen, Fondue. wegtun. Aber ich möchte den behalten. Gut.
Das Thema Konsum ist tatsächlich eins, was sehr kontrovers, denke ich, auch in den letzten Jahren diskutiert wurde. Und ich bin da natürlich sehr, sehr nah dran, weil ich bei meinen KundInnen häufig eben diese Konsumgesellschaft sehr, sehr plastisch erlebe, weil viele eben von uns heutzutage sehr bedenkenlos konsumieren und einkaufen und gerade bei den Online-Versandhändlern massiv bestellen und jeden Tag kommt der Paketbote und bringt irgendwas Neues. Und da versuche ich wirklich in den Gesprächen, und ich habe ja auch viel Zeit mit meinen Kunden während der Projekte, die Menschen dafür zu sensibilisieren, auch wirklich künftig mit mehr Bedacht zu konsumieren und wirklich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Kann ich es mir vielleicht leihen? Gibt es eben eine gebrauchte Version, die ich mir zulegen kann? Einfach, dass diese Flut an Dingen gar nicht mehr so ins Haus auch nachkommt. Weil wenn wir einmal uns die Zeit nehmen und die Energie aufbringen, den Haushalt sozusagen entsprechend zu reduzieren, muss sich natürlich auch was am Konsumverhalten ändern. Somehow I know we're gonna make it through the fire. When they try to knock us down, we can take it higher. Ich bin überrascht, wie viel Zeug eigentlich in so einen Keller reinpasst. Also muss ich sagen, wir haben echt die ganze Zeit hier geschuftet und irgendwie, wir sind sehr weit gekommen, aber es ist noch was vor uns. Ich bin jetzt gerade so drin, ich würde jetzt sagen, die ganze Nacht durch, damit es endlich leer ist. Aber wenn man sich ansieht, was wir schon alles rausgetragen haben, dann bin ich, glaube ich, schon stolz, was wir geschafft haben. Das Chaos war relativ groß im Vorraum. Ich hatte da auch so mal meine 5 Minuten, wo ich dachte, Aber es ist tatsächlich normal, dass das Projekt oder die, sage ich mal, Räumlichkeiten erstmal viel unordentlicher werden, wenn wir dann alles ausräumen. Weil das ist so meine Vorgehensweise, dass wir erstmal alles komplett ausräumen, auch um sich wirklich dann kreativ überlegen zu können, macht die Anordnung oder die Aufteilung, die KundInnen vorher hatten, macht das Sinn? Oder verstellen wir irgendwie die Regalbretter oder stellen wir die Regale um? Und dann kann das Chaos erstmal viel größer werden oder wird es normalerweise immer. Und das sind dann auch die Momente, wo die KundInnen mir sagen, jetzt wäre der Zeitpunkt, wenn du nicht dabei wärst, also ich, dass sie dann praktisch die Hoffnung verlieren würden oder gar kein Ende mehr sehen würden. Und da bin ich dann eben dabei, zu motivieren und zu sagen, hier, das ist immer so, das ist völlig normal und das Ende ist in Sicht. Habe ich hier so Querlin, Dankeschön. Immer so einfach aus dem Parkplatz. Fischen. Guckst du hier? Ich bin Gott sei Dank gut im Spiegelfahren. Ich muss gar nicht hinten durch. Okay. Perfekt. Mittwoch Ja. in aller Frühe, aller Frische. Machen wir weiter. Vielen Dank. Nach einem Projekttag fahre ich die Spenden dann ins Lager und sage meinen Eltern dann Bescheid, wenn genug da ist, dass wir uns dann zum Sortieren treffen können. Ich stamme ja tatsächlich aus einer Fliegerfamilie. Mein Vater hat in den frühen 70er Jahren in einer Fluggesellschaft angefangen und mein Bruder und ich sind dann dem Vorbild meines Vaters gefolgt, weil wir auch eben durch ihn sehr viel gereist sind in unserer Kindheit. Und da war für uns beide eigentlich schon in Kindertagen klar, dass wir gerne auch in diese Branche möchten. Die beiden Berufe haben in dem Sinne Gemeinsamkeiten, weil ich mich sehr, sehr schnell auf neue Situationen einstellen muss. Es wurde über die vielen Jahre in der Fliegerei noch sehr geschult. Und das hilft mir jetzt als Aufräumexpertin, weil ich einfach sehr schnell merke, was brauchen die Leute von mir? Also welche Art von Chaostyp sind sie vielleicht oder in welcher persönlichen Situation befinden sie sich gerade? Das ist auch Baby. Es macht auch Spaß, ja. Es macht auch Spaß. Ich würde das tatsächlich insgesamt gar nicht mehr schaffen ohne die Unterstützung von meinen Eltern. Ich bin da sehr dankbar. Es kommt ja relativ unsortiert an, die Spenden von den Kunden. Und wir gucken dann erstmal, was ist überhaupt noch brauchbar, was können wir weitergeben, ist irgendetwas verschmutzt, ist irgendetwas kaputt. Würdest du sagen, das ist ein Herrenschal? Ja, da ist ein Fleck drin. Ja. Oh, okay. Also wir haben hier so, wie man sieht, so kleine Label, die wir dann immer austauschen, je nachdem, was eben gerade an Kategorien vorhanden ist. Wir sammeln Kleidung extra, wir sammeln Decken. Für das Mädchenhaus, den gebe ich häufiger was. Technik ist extra. Also es ist, wie man sieht, an sich ganz gut organisiert. Und wir bringen dann immer, wenn das Lager zu voll ist, dann die Sachen weg. Elektroartikel, ein Fußsprudelbad. Hallo, schönen guten Tag, Sabine Niedmann hier.
Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Spenden vorbeibringen und wollte nur sicher gehen, dass Sie die auch annehmen, die ich vorbeibringe. Haushaltswaren nehmen Sie ja immer an, ne? Also so Geschirr und... Die Spenden heute gehen an den Familienmarkt in Bergen-Enkheim. Das ist eine Einrichtung von der Diakonie. Da bringe ich häufig Dinge hin. Da kann man tatsächlich auch nur einkaufen, wenn man einen sogenannten Frankfurt-Pass hat oder als Student mit Studentenausweis. Ich habe Ihnen ein paar Spenden mitgebracht. Und Sie schauen mal, was Sie gebrauchen können. Ich habe eben mal angerufen und es hieß auf jeden Fall Kleidung. Ich habe einmal Damenkleidung und auch ein bisschen Herrenkleidung. Da freue ich mich doch, Super. Natürlich. Perfekt. Männer immer. Wir brauchen auch dringend Männerbekleidung. Hier Babyspielzeug und ja, so ein bisschen Kuscheltiere. Ein Kugelgrill. Nehmen Sie sowas? Gerne. Ja? Danke. Super. Perfekt. Der ist wirklich noch ganz neu. Einmal Rollos. Auch noch nie. Textil. Genau, noch nie ausgepackt. Ja, danke schön. Tschüss. Natürlich je nach Projekt, je nachdem wie emotional anstrengend es auch für mich war oder wie körperlich anstrengend es war, kann es schon mal vorkommen. Und es war jetzt tatsächlich auch an Tag 1 so, dass ich nach Hause kam und wirklich körperlich auch richtig fertig war. Also ich kann dann funktionieren, also wenn ich bei den KundInnen bin, da bin ich bis zur letzten Sekunde wirklich anwesend und da. Aber dann merke ich auch, ich bin auch 34 inzwischen, man wird älter, irgendwann, dass ich dann an meine Grenzen komme. Und das kam jetzt auch nach dem einen Tag eben nach Hause und es war mit mir nicht mehr viel anzufangen. Ich habe über die Jahre mir sehr gute Wege gesucht und auch gefunden, die mir einen Ausgleich schaffen. Hier in Frankfurt bin ich ganz, ganz viel in der Natur unterwegs. Ich schnapp mir dann eine Freundin oder bin auch gerne mal alleine unterwegs und pack mir ein Picknick ein oder mache es manchmal auch auf dem Rückweg von einem Projekt, dass ich dann irgendwo anhalte. Ich habe mir hier so in der Umgebung so ein paar Hotspots gesucht, wo ich immer gerne einfach meine Picknickdecke ausrolle. Bessie? Und noch ein bisschen Spargel haben wir auch noch. Ich bin sehr gerne in Frankfurt und sehr gerne in der Natur und schaffe mir inzwischen auch diese Freiräume, dass ich so ein bisschen runterkomme. Also diese Mischung aus sehr viel Trubel und sehr viele Menschen, sehr viel soziale Interaktion, aber dann genauso auch die Ruhe. Das ist so die Mischung, die ich brauche. Hallo, ihr Schäflein. Na, ihr zwei? Sie haben einen Zaun. Die Frage, ist das Elektrozaun? Ich würde jetzt lieber nicht dran. Ich habe es tatsächlich sehr, sehr häufig, dass wir die Projekte nicht in einem Tag schaffen, sondern dass ich wirklich mehrere Male zu den KundInnen komme, weil es doch sehr viel Energie kostet, sich permanent zu entscheiden und zu überlegen, brauche ich das noch, möchte ich das abgeben. Guten Morgen. Nach Tag 1 bei Claudia und Florian habe ich schon gedacht, schade, ich hätte gerne noch mehr geschafft. Oh, wir haben ein bisschen was zum Verbauen heute. Ich möchte einfach immer eine Auswahl haben und eben nicht am Ende des Tages fehlen uns dann 2 Boxen. Deswegen bringe ich lieber ein paar mehr mit, als dann zu wenig. Pflanzenregal, hast du da im neuen Haus Verwendung für? They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place it in mine. Das hätten wir eigentlich zum Spenden You gelegt. know you stop me dead. Das war damals ein relativ aktuelles Foto. Ich glaube, das war 2 Jahre alt oder 1, 2 Jahre alt. Also das war wirklich, das ist im Austausch. Zusammengekommen dann. Was mit 17? Ich war 17, ja. Ich war 17. Habt ihr das Leben zusammen verbracht? Also Ja. die Hälfte Ja. sozusagen. Also die Hälfte meines Lebens, Florian, ist 37 jetzt. Das heißt, der war ein bisschen älter. Ja. Aber wie gesagt, wir sind wirklich ein halbes Leben zusammen. Florian, was für eine schöne Geschichte. Wir haben euer Magnetboard gefunden. Genau, ja, sehr schön. Habt ihr denn im neuen Haus vielleicht einen schönen Platz dafür, dass ihr da dann Fotos... Ich denke, da wird sich im Büro was finden, auf alle Fälle. Also das Weil würde es ich ist ja eine schon. schöne Zumindest mal Erinnerung. unten im Gästezimmer. Ja, irgendwo finden wir einen Platz, ja. Sehr schön. Ach, das finde Ja. ich ganz toll. Und jetzt wird es platzmäßig irgendwann eng. Magst du vielleicht den Pampers hier runterstellen? Dann könnte ich vielleicht den Weihnachtsbaum da oben drauf oder wird das dann zu schwer?
denke, wir haben jetzt gerade noch einiges zu tun, bis wir komplett fertig sind. Aber ich habe schon das ganz gute Gefühl, dass wir jetzt einerseits in den Kisten sehen, was drin ist. Und auch jetzt im Vorfeld einfach schon mal ganz gut geguckt haben, was wir denn so haben. Das ist hier die Feuerwerks. Oh, da ist die jetzt auch von meinem Opa. Mein Opa ist mittlerweile vor etlichen Jahren gestorben. Und diese Jacke, es ist einfach nur eine Windjacke und die hat er immer getragen. Und wenn ich an meinen Opa zurückdenke, dann sehe ich sehe einfach diese Jacke an ihm. Und diese Jacke kann ich halt einfach nicht loslassen. Das ist tatsächlich eines der wenigen Sachen von meinem Opa direkt, was wir noch haben. Und wenn ich es auch anfasse, spüre ich ein bisschen von meinem Opa. Und ja, das möchte ich gern behalten. Die größten Schwierigkeiten loszulassen sind tatsächlich Erinnerungsstücke an verstorbene Personen. Das erlebe ich ganz häufig. Ich habe sehr häufig alleinstehende Menschen, die ihren Partner verloren haben oder ihre Partnerin. Und da nehmen wir uns sehr viel Zeit und machen das in ganz kleinen homöopathischen Dosen, sage ich immer. Oh, aber der kann weg. Ganz, ganz hinten ist jetzt tatsächlich der Koffer aufgetaucht, mit dem ich 2002 tatsächlich hier umgezogen bin. Ne? Also das heißt, der Koffer ist tatsächlich noch in Peru gekauft worden, damals noch ohne 4 Rollen. Und wir haben, ja, also mein Papa hatte 2 Koffern, meine Mama 2 Koffern und wir Kinder auch. Und das war sozusagen, der rote Koffer war tatsächlich mein Koffer. Es ist halt einfach nur... Koffer sind halt so groß und so sperrig und mittlerweile, auch gerade wenn man mit Kindern verreist, will man ein leichtes Gepäck haben, den man gut mitziehen kann, wo man die Kinder auch eventuell auch kurz draufsetzen kann und sie mitrollen kann. Und das kann er leider nicht bieten. So, genau. Hier ist die Weihnachtsdeko, haben wir ja schon mal vorsortiert. Genau. Dann machen wir da die Osterdeko rein. Super, sehr gut. Okay, dann können wir hier, würde ich sagen, mit Kreppband schon mal die Themenbereiche sozusagen benennen. Dass wir den Überblick nicht verlieren. Das Thema Plastik, daran scheiden sich natürlich die Geister. Man muss sich immer fragen, wofür brauche ich es, wie lange nutze ich es. Es ist einfach das Praktischste, weil man es dann zumindest griffbereit und sichtbar hat. Aber auch da ist es wichtig, dass man eben erst reduziert, um zu gucken, wie viele braucht man überhaupt. Ich habe jetzt einige mitgebracht, weil alle die wir nicht benötigen, nehme ich wieder mit. Also wir kaufen sozusagen nichts, was nicht verwendet wird am Ende des Tages. Macht ihr so viel Party? Nee, deswegen ja. Wir haben ja so viel gesagt, weil wir so selten haben. Hallo Papa, ich komme auf jeden Fall hoch. Danke. Danke fürs Kommen. Das ist einmal die Claudia. Wir sind schon 2 Tage zusammen im Keller. Das ist der Papa und der Achim. Danke. So, wir haben schon ein bisschen aufgebaut. Hallo Papi. Ja. Dass wir jetzt heute nicht so viel... Guck mal, ich glaube, du könntest vielleicht dieses hier nehmen. Das ist auch ganz leicht. So. Kommst du noch dran zum Zumachen? Okay. Ohne meinen Papa wäre ich manchmal aufgeschmissen. Tatsächlich hat sich das aber sehr, sehr reduziert. Also die Male, die ich ihm dazu rufen muss, das war in den Anfängen meiner Selbstständigkeit oder nebenberuflichen Selbstständigkeit so. Da bin ich wirklich mit den Sachspenden in öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Ich hatte das erste Jahr, hatte ich gar kein Auto. Bin ich wirklich immer Bus und Bahn gefahren. Und da musste ich ihn regelmäßig dazu rufen. Aber jetzt, seit ich das Auto habe, man glaubt es nicht, in dieses Auto passt mehr rein, als man denkt. Das ist mein Papa, das ist Florian. Warte mal, das geht. Ja? 2 kann ich schon nehmen. So, ich habe hier die. Ach, Gelump. Das passt. Ja, okay. Guck mal hier. Ja. Unsere Hochzeitseinladung. Unsere Hochzeitseinladungen. Hier. Genau, die wurden in Peru gedruckt. Die hat der Papa aus Peru uns bei einem Besuch vorher mitgebracht und hat auf Verdacht mal ein paar mehr gedruckt. Deswegen haben wir noch so viele übrig. Da müssen wir mal gut schauen, dass wir uns von einigen trennen, aber nicht von allen. Sabine, Ja, wie hebt man sowas uns auf und was ist in Ordnung, so aufzuheben? sind das die Das sind die Hochzeitseinladungen, von denen ich Hochzeitseinladungen, Das sind die erzählt habe? Die sind Hochzeitseinladungen. aber wunderschön. Also ich sag mal so, natürlich ist die Frage, ob ihr alle behalten müsst oder ob ihr euch dann zumindest auf vielleicht 10, 15 reduziert. Also das scheinen alle spanische zu sein. Ich glaube, die können wir behalten. Das sind jetzt unter... Und Ja. vielleicht so dieses Päckchen Deutsche. Ja. Ich finde es nur super schade, weil es einfach nur hier auch, man sieht wunderschön, richtig, ne? Ja. was für ein schönes Wie Licht. Und das aufwendig. jetzt einfach so in den Müll werfen, das hat mir immer jedes Mal
leid getan. Wenn ihr möchtet, also ich habe immer noch so Kindergartengruppen, die sich über so Bastelsachen freuen. Das ist ja sehr hochwertiges Papier, Genau, auch wenn man es deswegen. einfach von der Seite benutzt. Ne? Man kann ja hier einfach was draus machen. Das ist super schön, das ist ja so richtig mit Stoff hier. Also die kannst du dann gerne. Super gerne. Ich würde 3 zum Basteln behalten. Okay. Ja, aber 3 zum Basteln. Genau, die hat dann hast du ja zum gerade Basteln. noch wahrscheinlich. dann nehme ich Ne? noch die 3 zum, Ja. die kannst du gleich zu den Bastelmaterialien legen. Genau, super. Und dann gebe ich das Super. Sabine zu vollen Händen. Genau, danke schön. Perfekt. Super. Mir fällt es so viel leichter zu wissen, dass diese Sachen jetzt nicht einfach sozusagen in den Müll oder irgendwo hinkommen, sondern dass die Sabine was Gutes dafür schafft. Also das ist tatsächlich das, was mich heute und jetzt gestern am meisten motiviert, die Sachen loszulassen. Guck doch mal, wie schön es ist. Tetris. Tetris. Weihnachten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Eine ist nur Weihnachtskugeln Glas. Okay, dann mache ich erstmal Weihnachtskugeln Glas. Meine eigenen Top 3 Tipps für den Keller sind durchsichtige Boxen, möglichst groß, dass auch großes Equipment wie eben Sportartikel oder sowas reinpassen. Dann ein Regal, was passt von der Tiefe her, weil viele von diesen großen Boxen sind relativ tief. Und natürlich als drittes dann die Kisten zu beschriften, dass einfach für alle Familienmitglieder klar ist, was wohin gehört und dass eben alles seinen festen Platz hat. Mein eigener Keller sah tatsächlich nicht immer so ordentlich aus, aber ich habe die letzten Jahre da sehr viel optimiert. Habe hier natürlich ein bisschen Weihnachtsdeko, ein bisschen Osterdeko, alles entsprechend beschriftet. Man sieht natürlich auch so, was drin ist. Habe hier noch Deko, Campingmaterial, bisschen Werkzeug, ist aber auch relativ überschaubar. Mein Job als Ordnungscoachin hat meinen Konsum extrem beeinflusst, weil ich doch, wenn ich im Laden stehe und überlege, kaufe ich mir das Teil jetzt oder nicht, mir ganz anders überlege, ob ich es wirklich brauche. Aber ich gebe einfach viel weniger Geld aus. Ich habe viel weniger zum Aufräumen, weil ich einfach viel weniger Dinge besitze. Also inzwischen, dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist schon sehr präsent bei mir und ich versuche wirklich auch so konsequent zu leben. Für jedes neue Teil sollte eigentlich ein altes gehen dürfen. Ich meine, auch mir geht es so, dass ich eben Erbstücke hier habe, wie zum Beispiel diese ganzen Stoffe, die sind von meiner Oma. Hier diese Stühle sind von meiner Oma. Natürlich, aktuell passen die auch nicht in meine Wohnung. Da könnte man sagen, warum habe ich die noch? Aber die Dinge, die einem lieb und teuer sind, darf man natürlich behalten. Man sollte halt nur gucken, dass es nicht überhand nimmt und dass man immer mal wieder überprüft, was ist eigentlich das, was mir was bedeutet. Dann stellen wir es einfach mal ab und dann schieben wir es den Rest wahrscheinlich. So. Ach, das sieht doch aus, als würde es Perfekt. genau dahin gehören. Oder? Ja. Bei der Kommode würde ich dir auch empfehlen, dass du die Sachen, die du ganz häufig brauchst, natürlich ganz nach oben machst. Dann würden wir alles labeln und beschriften. Wir haben für Florian das Möbelstück gekauft, weil er sich das dezidiert auch schon gewünscht hat, vor dem Umzug schon ein bisschen mehr Ordnung in seine ganzen Werkzeuge reinzubringen. Ich finde, man kann es kaum glauben. Ne? Man kann sich, also ich könnte mich da bestimmt gerade noch eine halbe Stunde satt sehen. So zufrieden bin ich. Ich hatte ganz am Anfang noch gesagt, dass ich einfach nur hoffe, dass dieser Knoten sich ein bisschen löst und dieser Ballast los ist. Und es ist einfach nur dieses, man kriegt Luft. Und ich habe auch sogar Platz, auch hier richtig Luft einzunehmen. Ich habe Gänsehaut, wie du Ja. das sagst. Also hier kann ich hier ruhig. Einmal Richtig Könnt ihr einen Hochzeitstanz hier bitte noch einmal mit? Also ich bin super happy und mich freut es, dass ihr auch happy seid. Ich war schon ein bisschen nervös, dass wir es nicht schaffen zwischendrin, gerade so am Ende des ersten Tages, weil der Keller noch nicht mal so richtig leer war und wir durchaus das ein oder andere schon sortiert haben, uns von vielem getrennt. Aber man hat gesehen, es ist noch viel zu tun. Mein Fazit von den letzten beiden Tagen ist, dass es schon ganz schön anstrengend war. Wir waren lange viel unterwegs. Aber ich glaube, wir haben richtig viel geschafft und so den ersten Auftakt für den Umzug gesetzt, den wir uns auch wirklich gewünscht haben. Es ist mir schon vieles sehr nahe gegangen. Es war aber das Richtige. Und deswegen, es war emotional, aber es war positiv emotional.
Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Die 2 Tage haben mir super viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch alles Gute, gute Nerven für den Umzug. Ja, und danke hoffe, schön. wir sehen und hören uns wieder. Machen wir. Danke dir. Macht's gut, schönen Abend. Euch auch, gute Heimfahrt. Danke, ciao.